Pudding, komm mal her. Dein Kopf ist im Bild. Komm, komm mal auf meinen Schoß, dann bist du aus dem Weg. Ja, so ist gut. Hallo. Das Video, das ich euch gleich zeigen will, das habe ich schon vor längerer Zeit gedreht. Und das ist gut, ich würde sagen, fast schon 14 Tage her. Und es hat eigentlich nur noch ein Intro dafür gefehlt. Und dann kam mir Corona dazwischen. Deswegen habe ich das erstmal nicht weiter verfolgt. Und jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser, aber noch nicht so gut, dass ich wieder ordentlich körperlich ranklotzen und Sport machen kann. Also habe ich beschlossen, dass ich ausnahmsweise mal vernünftig bin und die Füße stillhalte und daran arbeite, wieder ganz gesund zu werden. Und das nutze ich doch mal, diese frei gewordene Zeit, um ein paar Videos für den Kanal zu drehen. Also hat das ja auch was Gutes. Die Krankheit, ja, und möchte gleich mal vorweg sagen, dieses und wahrscheinlich auch das nächste Video werde ich mich bestimmt ein bisschen häufiger räuspern oder rumschnüffeln. Das mögt ihr mir verzeihen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich die Mühe machen, sowas rauszuschneiden aus Videos oder gar irgendeine Software laufen zu lassen. Das ist mir zu mühsam für so einen Hobbykanal, und außerdem finde ich immer, wenn man alles Mögliche aus dem Video rausschneidet, um möglichst perfekt rüberzukommen, dann wirkt das eher künstlich und überdreht und unentspannt, und das gucke ich selber nicht gern. Deswegen mache ich das nicht. Also müsst ihr damit leben, dass ich noch ein bisschen heißer bin. Aber ich habe meine Tasse Tee am Start. So, Pudding trampelt jetzt schon gerade auf meinem Thema rum, um das es im heutigen Video gehen soll. Ich möchte euch nämlich einmal darüber berichten, wie viel Laub und welches Laub ich aus welchen Gründen in meinen 7 Aquarien benutze. Und das ist also ein Thema, was, ich sag mal, wissenschaftlich nicht wahnsinnig gut beleuchtet ist, sondern hauptsächlich auf Erfahrungswerten einfach aus der Aquaristik-Community basiert. Laub im Aquarium wird da viel und heiß diskutiert, und es gibt sehr viele informative Forenbeiträge und Internetseiten, wo man ganz genau nachlesen kann, welches Laub geeignet ist, wann man das sammeln sollte, wie man das trocknen sollte. Das muss ich jetzt, denke ich mal, nicht super ausführlich erklären. Ich kann das mal kurz anreißen, wie ich das handhabe. Also mein gesamtes Laub stammt ausschließlich aus meinem eigenen Biogarten. So bin ich schon mal sicher, dass da keine Pestizide anhaften, dass keine Abgase von Autos dran sind oder irgendwelche Düngemittel oder Pestizide aus der Landwirtschaft. Ja, das ist natürlich der optimale Fall, sage ich mal, wenn man nicht ganz so ländlich lebt wie ich und vielleicht keinen großen Biogarten pflegt. Dann sollte man da also sehr gut drauf schauen, wo man das Laub einsammelt im Herbst, weil das, wie gesagt, der wichtigste Punkt eigentlich daran, wenn man das ins Aquarium einbringt, ist, es muss naturbelassen und unbelastet sein von Pestiziden, Abgasen, Insektiziden und so weiter. Das sind alles Dinge, die man sich also auch nicht in Spuren ins Aquarium einschleppen möchte. Und ja, gesammelt wird das im Herbst im braunen Zustand, also praktisch bereits vom Baum gefallen. Da habe ich jetzt hier den Klassiker in meinem Garten, das ist Eichenlaub. Und außerdem habe ich hier nochmal beispielhaft von meinem Kirschbaum auch ein paar Blätter. Man kann im Prinzip von jedem Obstbaum, den man im Garten stehen hat oder bei Freunden oder Bekannten im Garten stehen hat, das Laub sammeln. Also Obstbäume sind ja grundsätzlich ungiftig und ungefährlich und gut geeignet für sowas. Aber weshalb man vor allem eben zu Eiche tendiert, ist, dass das Eichenlaub noch ein paar zusätzliche wertvolle Inhaltsstoffe hat, die man gerne im Aquarium haben möchte. Das sind die sogenannten Tannine und Huminsäuren. Und die haben eben einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Fische, vor allem auf die Schleimhäute, und tragen eben auch zu einem natürlichen Aquarium bei, in dem mikrobielle Zersetzungsprozesse stattfinden.
in gewisser, wenn auch nicht besonders gut belegter Hinsicht ist das auch eine Art Dünger, weil wenn das Blatt erstmal komplett verarbeitet ist und zersetzt durch Mikroorganismen und Schnecken, Garnelen und so weiter, wer da alles dran mitarbeitet, dann kann das eben auch als Pflanzennährstoffe den Pflanzen zur Verfügung stehen. Das, was dann letztendlich übrig bleibt, wenn auch nur, wie gesagt, in ganz geringen Mengen. Also das ersetzt jetzt natürlich keine CO2-Anlage, aber es hat eben einen kleinen Anteil. Ja, was noch als absolute Geheimwaffe unter Aquarianern bekannt ist, was Laub angeht, ist Walnusslaub. Das habe ich nicht in meinem eigenen Garten stehen, sondern durfte das dankenswerterweise bei meinem Nachbarn ernten. Pudding, das ist kein Essen. Das hat die Besonderheit, dass Walnusslaub nicht im braunen, sondern im grünen Zustand geerntet wird, weil das dann besonders viele wertvolle Inhaltsstoffe fürs Aquarium hat, was aber gleichzeitig auch dazu führt, dass man es mengenmäßig mit Walnusslaub nicht übertreiben darf im Aquarium, denn grün gesammeltes Laub enthält noch Zucker und einige andere Inhaltsstoffe, die man jetzt nicht unbedingt in größeren Mengen im Aquarium haben möchte, während braunes Laub also total unbedenklich auch über längere Zeit im Aquarium verbleiben darf, bis es quasi verrottet ist sozusagen, ohne dass da irgendwelche schlimmen Dinge dadurch passieren können. Und als letztes habe ich dann noch meine selbst gesammelten Brennnesseln aus meinem eigenen Garten. Da würde ich sehr dazu raten, wenn man die ins Aquarium einbringt, die Blättchen von den Stielen abzuzupfen und als Futter für die Schnecken und Garnelen reinzuwerfen. Denn wenn man die Stiele mit reintut, dann fangen die an sehr unangenehm zu riechen, so nach einer Woche etwa. Das kennt man als Biogärtner, wenn man schon mal Brennnesseljauche angesetzt hat. Das ist so in etwa derselbe Duft. Also das muss man nicht unbedingt haben, wenn man das wieder aus dem Aquarium rauszieht. Es ist jetzt nicht großartig schädlich, aber eben für die Nase nicht besonders angenehm. Und die Blätter hingegen, die werden also von hungrigen Schnecken und Zwerggarnelen so schnell weggefuttert, dass da also nichts in die Richtung passieren kann. Da, wenn ich hier in ein 60 Liter Aquarium so die Menge ungefähr rein tue, dann ist das in, ich sag mal, unter 4 Tagen alles verwertet und nichts mehr davon übrig. Ja, wie ich das genau mache mit der Trocknung, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Schuppen im Garten, der ganz gut belüftet ist, sage ich mal, weil nicht rundum hermetisch abgeschlossen. Und da breite ich ein altes Bettlaken aus, dann lege ich da das Laub oder die Brennnesseln, so wie ich sie gesammelt habe, drauf. Lasse das da ein paar Tage liegen, bis es so richtig schön trocken ist, dass es raschelt. Und in der Zeit gehe ich da ein-, zweimal hin und wende das Ganze, dass das von beiden Seiten gut trocknen kann. Und dann nehme ich Pappkartons, schaufel das alles da rein, packe das in meinen Keller und habe dann ein Jahr lang bis zur nächsten Ernte auf jeden Fall genug Vorräte für meine 7 Aquarien. Was ich ganz wichtig finde, ist die Frage, wie viel Laub ist eigentlich gut für ein durchschnittliches Gesellschaftsaquarium. Also das ist natürlich was, Entschuldigung, ich muss kurz. Das ist natürlich was man nicht so wirklich pauschal beantworten kann, weil die Menge des organischen Materials, was also ohne irgendwelche negativen Nebenwirkungen zu haben, verarbeitet werden kann von einem Aquarium, ganz stark von dem Ökosystem letztendlich abhängt, das dieses Aquarium darstellt. Also sprich, wie viele Pflanzen sind im Aquarium, wie gut wachsen die, wie hoch ist der Besatz, welche kritischen Dinge sind vielleicht schon mal aufgetreten. Also wer zum Beispiel schon mal Nitrit- oder Ammoniakspitzen hatte, ohne sich das richtig erklären zu können, der sollte wirklich vorsichtig sein mit zusätzlichem organischem Material im Aquarium. Letztendlich ist aber, sage ich mal so als Faustregel, eine Menge von 5 bis 10 Blättern von dieser Eichenblattgröße in einem 100 Liter Becken zum Beispiel absolut gut aufgehoben. Das gibt keinerlei Probleme.
Natürlich gibt es auch Menschen mit Schwarzwasser-Aquarien, die darüber weit hinausgehen, aber die müssen dann eben auch wissen, was sie tun und gut hinschauen, weil also es kann zum Beispiel zu Sauerstoffmangel kommen bei den entsprechenden Zersetzungsprozessen durch die Bakterien, die hier eben dran arbeiten an dem Laub, wird Sauerstoff verbraucht. Das sind ja die sogenannten aeroben Bakterien. Und wenn das von der Menge her dann zu viel ist, dann kann das schon sein, dass diese Sauerstoffzehrung insgesamt sich auf das ganze Aquarium auswirkt. Also ich wäre vorsichtig mit der Einbringung von zu viel Laub, zum Beispiel in filterlosen Becken, die auch sonst keinerlei Wasserbewegung haben. Man ist schon eher auf der sicheren Seite, wenn man ein Sprudelstein oder ein Innenfilter oder ein Wavemaker, irgendwas hat, was eben das Aquarium ordentlich umrührt und so dafür sorgt, dass immer genug Sauerstoff im Wasser gelöst ist für die Bewohner. Und ansonsten muss man natürlich auch gucken durch die Zersetzungsprozesse des Laubs, wie viel Mulm entsteht letztendlich, wenn das Laub alles, sage ich mal, durchlaufen hat, was an Stufen so passiert. Also erst die Kleinstlebewesen, dann die etwas größeren Schnecken, Garnelen und so weiter, bis das eben alles verarbeitet ist. Und wenn da mehr Mulm entsteht, als das System verarbeiten kann, also in Form von Aufnehmen als Pflanzennährstoff, dann sollte man das auch ein bisschen reduzieren. Aber wie gesagt, ich bin in meinen Aquarien also mit der Faustregel 5 bis 10 Blätter pro 100 Liter immer ganz gut gefahren und mache das auch in einem regelmäßigen Rhythmus. Also immer wenn ich sehe, dass die älteren Blätter jetzt größtenteils zersetzt sind, kommt dann eben die nächste Fuhre rein. Und bei den Brennnesseln, wie gesagt, bei gutem Schnecken- und Garnelenbesatz kann man auf jeden Fall auch so einen kompletten Stiel Brennnessel problemlos ins Aquarium tun. Jede Woche einmal oder so oder auch häufiger, je nachdem, wie viel man den lieben Kleinen sonst so zufüttert. Und auch das Walnusslaub zum Beispiel verbleibt also deutlich kürzer im Aquarium als jetzt braunes Laub, weil das auch sehr gutes Schnecken- und Garnelenfutter ist und von denen eben auch entsprechend zügig verwertet wird. Ja, damit wäre dann wohl auch alles erstmal gesagt, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Ja, ich habe, werdet ihr gleich im Video sehen, ich habe einfach mal als Experiment, um zu schauen, welche Auswirkungen hat Laub tatsächlich auf die Wasserwerte, einen Eimer mit Laub angesetzt und beim Ansetzen direkt und dann, ich glaube, es waren so 5 bis 6 Tage später, zweimal die Werte gemessen. Und das könnt ihr gleich also auch nochmal sehen, was da genau in meinem 10 Liter Eimer passiert ist. Wobei man dazu sagen muss, dass das natürlich ein Experiment ist, was jetzt nicht abbilden kann, was in einem Aquarium passiert, weil man eben im Aquarium natürlich die Blätter in viel, viel geringerer Dosierung einsetzt, als wenn man einen 10 Liter Eimer bis oben hin mit Laub vollstopft und da dann Wasser drauf schüttet. Das ist ja klar. Von daher sind so Aussagen wie Laub im Aquarium senkt den pH-Wert im Becken mit Vorsicht zu genießen. Also in den üblichen Mengen, in denen man es einbringt, ist da nicht zu erwarten, ab einer gewissen Carbonathärte zumindest, dass da mit dem pH-Wert irgendwas passiert. Und das ist auch in meinen Becken so. Also ich habe einen recht hohen pH-Wert von so 7,8 bis 8,0 in allen Becken. Und obwohl sich da immer also ganz ordentliche Mengen Laub drin befinden, hat das keinerlei Auswirkungen. Der pH-Wert sinkt dadurch nicht, auch nicht langfristig gesehen. Also der bleibt eigentlich immer auf dem recht hohen Niveau, außer wenn ich mit Osmosewasser arbeite, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, und von daher wünsche ich euch viel Freude und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Auch wenn man das nicht wirklich sehen kann, wenn man vor meinen Aquarien sitzt und da reinschaut,
befindet sich doch recht viel Laub in meinen Becken. Nur, dass ich den Anblick von Laub auf dem Fußboden von Aquarien so nicht besonders hübsch finde, weshalb ich das immer zwischen die Rückscheibe und die Bepflanzung an der Rückscheibe einfach dazwischen stecke, so dass man das also praktisch nur sehen kann, wenn man von hinten ins Aquarium schaut. Das kann ich euch mal bei meinem kleinen 54 Liter Becken zeigen, dass man da quasi, wenn man in diesem Bett sitzt und liest, schön in das Becken reingucken kann am Fußende. Und deshalb kann man hier auf der anderen Seite die Rückwand sehen. Das hier ist also sozusagen die Rückwand des Aquariums, und da habe ich also im Moment hauptsächlich Eichenlaub in verschiedenen Zersetzungsstadien drin. Und wie man sieht, ist das ziemlich aufgebraucht, und das werde ich jetzt heute in allen Becken erneuern. Und wie ich das vorbereite und dann letztendlich mache, das zeige ich euch jetzt mal. Kann man Huminstoffe fürs Aquarium selbst herstellen? Und haben die dann wirklich eine Wirkung, oder ist das eine rein homöopathische Geschichte? Um das zu testen, habe ich jetzt hier mal meinen 10 Liter Eimer locker befüllt bis oben hin mit hauptsächlich Eichenlaub aus meinem Biogarten. Ein bisschen Kirsche ist auch noch dabei, einfach weil der Kirschbaum bei den Eichen steht und ich keine Lust habe, das auseinander zu popeln. Das befülle ich jetzt mit meinem ganz normalen Leitungswasser, mit dem ich auch die Aquarien befülle. Und dann messe ich das Ganze mal mit meinem pH und meinem TDS-Meter und lasse das ein paar Tage stehen, und dann können wir ja mal vergleichen, ob irgendwas mit dem Wasser passiert ist. So, das ist also der Ausgangswert für mein Experiment. Das sind 340 ppm, Parts per Million der Leitwert, und 7,87 der pH-Wert. Das schreibe ich mir jetzt gleich mal auf, und dann schauen wir in ein paar Tagen mal nach, was in dem Eimer passiert ist. So, mein 10 Liter Eimer mit Laub drin hat jetzt ein paar Tage gezogen. Also letzten Sonntag habe ich das Laub da angesetzt in einem Eimer, und jetzt haben wir das Freitag. Also das war eine ganze Weile. Und also es ist auf jeden Fall der pH-Wert signifikant gesunken in diesen paar Tagen. Der war bei 7,87. Das ist also der pH-Wert meines Leitungswassers, und ist jetzt gesunken auf 7,14. Was ja letztendlich das abbildet, was hier drin passiert, nämlich dass das Laub Huminsäuren an das Wasser abgibt, und wenn Wasser saurer wird, dann sinkt eben der pH-Wert. Und der Leitwert, der ist angestiegen. Der war bei 340 am Sonntag, und der ist jetzt bei 397. Ja, also das zeigt doch sehr eindeutig, dass auch in hartem Wasser mit hohem pH-Wert durchaus durch Laub gewisse Prozesse in Gang gesetzt werden können. Eben vor allem die Senkung des pH-Werts. Aber das ist natürlich jetzt nicht, also das ist ja nur ein Experiment, sage ich mal. Das ist ja jetzt keine realistische Bedingung im Aquarium. Man würde ja niemals so viel Laub auf 10 Liter Wasser in ein Aquarium einbringen. Also selbst in einem extremen Schwarzwasserbecken wäre das nicht angebracht. Ja, weshalb ich jetzt diesen Eimer voll schönen Huminsäuren auch auf sowohl das Wasser als auch das Laub auf 7 Aquarien verteilen werde und nicht nur auf 1. Und dann ist das letztendlich unterm Strich dann so wenig. Ich sag mal, so eine Handvoll hier würde ich dann zum Beispiel in eins meiner 60 Liter Becken reinpacken, und dazu noch 1 Liter von diesem Wasser hier. Ist das dann so wenig, dass das jetzt nicht signifikant den pH-Wert senkt in meinen Aquarien, aber eben die Aquarien ein bisschen mit Huminsäuren anreichert für die Gesundheit der Fische.
Und das ist ja schließlich das, worauf es ankommt. Mal an in mein Gesellschaftsbecken. Da habe ich Fische drin, die mögen das besonders gerne, sowohl das Laub als auch die Huminstoffe. Vor allem die paar Salmler, die da noch übrig sind. Und die Panzerwelse, die haben also auch erst einmal erfolgreich 2 Babys durchgebracht, nachdem ich hier so ein bisschen noch raufgegangen bin mit der Menge Laub- und Huminsäuren, die ich einbringe. So, jetzt nehme ich aber erstmal was für meine Efeutute. Die steht hier hinten dran. Die habe ich euch noch nie gezeigt. Ne? Das müsste ich ja eigentlich mal machen. Jetzt muss ich euch doch mal kurz zeigen, was hier weitergeht mit Aquarien. Das ist meine Efeutute Hermine. Hier hinterm Aquarium hat sie einen Topf. Dann wandert sie hier einmal hoch. Und dann hier entlang an 3 Deckenbalken hin und wieder zurück. Kann ich gar nicht sagen, wie lang die einzelnen Triebe sind, aber als wir sie mal abgehängt und umgehängt haben, da lagen die Triebe von hier bis zur Haustür einmal quer durchs ganze Haus. Und dann wandert sie hier noch auf der anderen Seite des Aquariums auch oberhalb des Fensters entlang einmal hin und wieder zurück. Ja, das ist unsere Efeutute Hermine. So, darum ging es aber gerade gar nicht. So, sondern um das Laub und die Huminstoffe im Aquarium. Ja, dann packe ich jetzt hier einfach mal eine ordentliche Menge. Weil wie gesagt, im Gesellschaftsaquarium bringe ich eigentlich immer das meiste ein. Und weil da sehr viele Fische drin sind, die das sehr lieben mit dem Laub. So, dann das Gute dadurch, dass das jetzt schon von Sonntag bis Freitag im Eimer war, ist, dass das Laub jetzt direkt schön absinkt. Nicht mehr oben auftreibt im Aquarium. Und dann kann man das eben genau da hinpacken, wo man es haben möchte. Oh, ein bisschen braunes Wasser hinterher. Einfach rein damit und hinter die Pflanzen stecken. So. Na. Die Cookies kommen immer alle gleich angeschwommen, wenn irgendwas Spannendes im Becken passiert, und muss gut aufpassen, ne? Mit euch. So, hier mache ich das auch mal hin. Eine Pfeilkraut, das ist immer so eine richtig schöne grüne Wand, die alles versteckt. Und sehr gut geeignet, um Filter oder Thermometer oder eben Laub dahinter zu packen. So, dann noch eine Handvoll für euch. Das sieht wirklich aus wie, kann ich mal zeigen, kann man das sehen? Sieht aus wie ein sehr starker schwarzer Tee. Schmeckt wahrscheinlich nicht ganz so lecker. So sieht das hier aus inzwischen. Auf meiner Fensterbank. Und ein Gesellschaftsaquarium. Da werde ich demnächst auch mal drüber berichten. Das hat schon wieder eine Veränderung durchgemacht. Die große Echinodorus ist raus. Das habe ich auch alles gefilmt, aber ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das zu schneiden. Gut. Dann hier meine Ladies, die bekommen auch noch ein bisschen Laub. Das ist ein Aquarium, da muss ich immer sehr gut aufpassen, wenn ich die Abdeckung entferne. Weil die Mädels, wie man sieht, hier sieht man das auf der Ecke, die gebärden sich wie wild. Ich habe die gerade gefüttert, die sind satt. Aber das wissen sie natürlich nicht, weil es Guppies sind. Deswegen muss ich immer sehr gut aufpassen, dass hier nicht vor Aufregung einer rausspringt, wenn ich hier irgendwie am Hantieren bin. Also, das ist mir nämlich leider auch schon passiert.
Na, spritzt du mich jetzt nass? Frechheit. So, das ist hier auch recht easy in diesem Becken, weil ich diese riesige Echinodorus habe. Und die Handvoll Laub kommt einfach genau dahinter. Und ist dann auch sofort nicht mehr zu sehen. So, das war es doch schon. Ja, durch die gute Abdeckung ist die Verdunstung hier in diesem Becken nicht so groß wie in den anderen Becken. Da muss ich also auch nicht so viel Wasser nachfüllen. Da gibt es mal ein kleines Schlückchen für euch, ne? Ja. Ja, das reicht auch schon. Gut, schnell wieder zudecken, bevor mir doch noch eine raushüpft. Alles gut. So, mein Moisturized-Becken. Da steht demnächst auch mal ein Update an. Es ist gewuchert wie verrückt. Ich habe eine Sorte Pflanzen schon komplett entfernt, weil mir das zu viel geworden ist. Oha, so viel ist jetzt gar nicht übrig. Das muss ich jetzt noch auf 2 Aquarien verteilen. Naja, so, haben wir hier. Ja, also das Wachstum hier drin ist schon echt erstaunlich. Da werde ich demnächst mal drüber berichten. Das hat mich schon überrascht. Also ich hatte damit gerechnet, dass diese eingebrachte Gartenerde auf jeden Fall für die Anfangszeit erstmal ein guter Dünger ist. Aber dass die Pflanzen, die ich ja teilweise ganz neu gekauft hatte, die wirklich winzig waren, dass die so schnell mit den Wurzeln da unten auch ankommen und dann so stark davon profitieren, das hätte ich nicht gedacht. So, aber wie gesagt, darüber demnächst mal mehr. So, jetzt ist das nämlich so einfacher, ne? So ist das jetzt einfacher. Gut, und das, was jetzt noch übrig ist, das wandert jetzt in mein kleinstes Becken, das 54 Liter. Dann habe ich das auch schon. So in etwa sieht es jetzt in allen meinen Becken an der Rückwand aus. Also hier ist jetzt nicht so viel Laub übrig geblieben, aber das, was noch da war, habe ich jetzt hier eingebracht. Ich mache mir auch nicht die Mühe, die alten Gerippe von dem alten abgenagten Zeug rauszuholen, sondern das lasse ich einfach drin, was die Schnecken und die Garnelen das komplett verarbeitet haben. Und wenn mir dann mal so ein Stielchen in die Hände fällt beim Hantieren im Aquarium, dann ziehe ich das auch mal raus. Aber grundsätzlich bin ich da nicht so oberpenibel. Das wird schon alles verarbeitet und zu gutem Dünger verwertet für die Pflanzen. Ja, und so sehen die Aquarien dann eben von vorne aus. Das kann man also nicht wirklich sehen, das Laub, aber es ist da und es tut Gutes.